Du willst ein legendärer AOE-Build-Poster werden? Dann solltest du diesen Guide schauen. Wie immer vorab ein paar Hinweise zu diesem Guide. Zuallererst natürlich, wie immer, richtet er sich vor allem an Free-to-Play-Spieler, Leute, die keinen Plan haben, was sie eigentlich tun müssen. Aber natürlich auch gerne an jeden anderen, der sich vielleicht ein paar Tipps abholen möchte. Außerdem gehen wir auch davon aus, Free-to-Play heißt wenig bis keine Power-Ups eigentlich und natürlich auch kein High-Level-AM, der schon am Start ist und euch irgendwie supporten kann. Außerdem natürlich euer Equipment ist jetzt nicht immer am höchsten geupgradet, sondern eher, wir gehen immer vom eher schlechtesten aus oder vom schlechteren. Außerdem seid ihr natürlich schon Level 60 Assist. Und noch ein wichtiger Hinweis, AOE-Build-Poster kann man theoretisch auf 2 Arten spielen. Früher gab es eigentlich nur eine Art, und zwar mit dem Build-Poster AOE-Skill, weil Burst Crack einfach zu schwach war oder sagen wir mal nicht stark genug war. Das hat sich aber in Fly Universe geändert, denn sie haben die Animationszeit von Burst Crack erhöht, wodurch quasi dieses Argument, okay, der AOE-Skill von WP castet schneller und pipapo, dass das irgendwie so ein Argument war, das ist mehr oder weniger weggefallen, weil Burst Crack jetzt sauschnell ist, also die Animationszeit einfach extrem beschleunigt wurde. Und ein weiteres Problem ist, das Build-Poster, und ich habe mir nochmal alles angeschaut und das ist wirklich, es ergibt überhaupt keinen Sinn, also keine Ahnung, wer dafür verantwortlich ist, ehrlich gesagt, bekommt nirgendwo Cast-Time. Nicht auf dem Knuckle, logischerweise nicht auf dem Schild und auch nicht in seinen Sets. Er bekommt nirgendwo Cast-Time, braucht aber für den BP AOE-Skill Cast-Time und er kriegt sie nirgendwo. Und deswegen richtet sich dieser Guide an STR, Burst Crack AOE Build Poster. Ich werde Indits ein paar Mal erwähnen vielleicht, aber also ich meine im Endeffekt ist alles gleich, bis auf den Skill, den ihr benutzt und wie ihr stattet. Also euer Main-Attribut ist anders und der Skill, den ihr benutzt, ist anders. Ansonsten ist eigentlich alles gleich. Aber ich würde euch stark davon abraten, Int-Build-Poster zu spielen, AOE, weil einfach es viel zu viele Nachteile gibt und eigentlich keinen einzigen Vorteil. Let's go. Als erstes kommen wir mal zu den Stats und wenn ihr euch jetzt fragt, ist beim Statten LKW gegen dich gefahren oder was ist denn da passiert? Ignoriert das einfach, das war mal ein Full-In-Support-BP, wo ich dann STA gestellt habe, einfach nur, dass er nicht stirbt. Und danach habe ich ihn jetzt, also momentan benutze ich ihn als 1v1BP und jetzt stelle ich halt gerade STR quasi seit Level 135 oder so. Und ja, deswegen. Also ich bräuchte im Endeffekt einfach Reset, aber ich bin zu geizig, mir eins zu kaufen. Benutze den Char so gut wie nicht und deswegen bleibt er halt momentan in diesem absolut tödlichen Status, ja. Aber da ich noch nicht weiß, für was ich ihn letztendlich irgendwann mal benutzen werde oder so, oder er hat aktuell keine designierte Aufgabe, deswegen wäre es für mich jetzt momentan einfach Geldverschwendung, hier irgendwie ein Reset zu kaufen. Eure Stats sollten sein Full STR, nichts von dem, was ihr hier seht. Ihr könnt STA statten, wenn ihr euch unsicher seid oder wenn ihr denkt, ihr braucht es. Ich kann euch relativ sicher sagen, Build Poster ist eine Klasse, die sehr defensiv ist. Er trägt halt ein Schild, das gibt nochmal gute defensive Werte, also vor allem die Erweckung auf dem Schild, zum Beispiel Blockrate, kann nochmal wirklich die Verteidigung insgesamt krass boosten. Wenn ihr euch, wie gesagt, extrem unsicher fühlt oder euch denkt, ich hätte doch lieber ein bisschen STA, maximal 50, auf keinen Fall mehr als 50, also 50 ist das absolute Maximum, keinenfalls mehr, gerne weniger oder gar nichts. Wie gesagt, Full STR wäre hier the way to go. Zu den Skills ist es so, ihr könnt im Endeffekt alles ignorieren. Dadurch, dass ihr Full STR seid, könnt ihr einfach 1v1 bis Level 28 leveln. Auf Level 28 schaltet ihr Burst Crack frei. Burst Crack in der Kombination mit Stonehand ist euer Standard-Handwerkszeug. Also Stonehand, damit eure Gegner gestunt werden, wenn ihr AOE-Skills benutzt. Und Burst Crack ist euer AOE-Skill. Mehr braucht man dazu eigentlich nicht sagen. Und dann bei Build Poster ist es so, wir haben den Self-Buff hier Asmodeus, der hilft natürlich auch bei AOE. Er erhöht einfach die Knuckle-Angriffskraft um 250, also den solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Dafür braucht ihr übrigens Poster, die ihr beim Allgemeinhändler kaufen könnt. Und zwar allgemein Louis zum Beispiel in Flaris, das heißt Skill Poster und benötigte Klasse Build Poster. Davon könnt ihr 10.000 Stück kaufen. Die kosten 200.000 Penny oder so, 10.000 Stück. Und die halten ewig, also damit könnt ihr 10.000 Mal Asmodeus zum Beispiel benutzen. Ja, und dann wären wir jetzt mit dem Full STR Assist natürlich schon fertig. Wenn ihr jetzt aber Full Int geht und den Int AOE BP spielen wollt, ich habe als Assist gerade gesagt, ich meine natürlich BP, ja, dann werdet ihr wie gesagt Full Int und bräuchtet dann ab Level 70 statt Burst Crack eben hier Bugwur Tialbold. Das wäre der AOE-Skill für Build Poster, aber ihr seht schon, Angriffsskalierung ist nur Int mal 4,2 und wie gesagt, ich rate stark davon ab, da du als Build Poster keine Cast-Time mit deinem Equipment wirklich einbauen kannst und der Skill aber durch Cast-Time theoretisch schneller werden würde, was hier aber in Fly Universe aktuell leider nur sehr schwer möglich gemacht wird. Zum Cloak logischerweise
8 SDR Cloak, gegebenenfalls im Low-Level vielleicht eher den 8 SDR Cloak nehmen, wenn ihr noch in der Findungsphase seid, was AOE BP angeht. Und naja, 8 Int wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ihr AOE mit Int machen würdet, ab Level 70, aber gut, wie gesagt. Beim Pad, wie immer, ich persönlich würde das HP-Pad empfehlen. Damage-Pad wäre halt hier wieder bei Build-Poster quasi STR oder Angriffskraft, ja, also der Dragon oder der Behemoth. Aber ganz ehrlich, die Werte sind so niedrig, ein gutes STR oder ATK-Pad ist dann relativ teuer und HP bringt selbst im 100er-Bereich schon einen Unterschied gefühlsmäßig, zumindest im absoluten Low-Level, und im High-Level so 2.000, 3.000 HP Nightmares, die findet man ziemlich günstig teilweise für wenige 100 Millionen Penya. Das kann man sich dann schon irgendwann mal leisten und das macht halt auch wirklich einen merkbaren, spürbaren Unterschied. Dann zum Knuckle und den Upgrades. Also ich habe jetzt hier zwar einen 1v1 Knuckle, aber naja, irgendwas muss ich euch ja zeigen, während ich darüber rede. Also Element ist grundsätzlich egal. Also AOE hat eigentlich so gut wie nie ein Element, also der AOE-Skill selbst hat ein Element. Aber das heißt, Burst Crack, wenn ihr jetzt benutzt auf Wasser, Wind, Erdemonster, das ist vollkommen egal. Also ob ihr da Erde +1 oder +10 oder sonst was habt, spielt keine Rolle. Das heißt, das könnt ihr euch sparen. Ihr könnt natürlich trotzdem Element +1 oder 2 machen, wenn ihr die Monster hittet, also wenn ihr die Monster pullt, dann macht ihr natürlich schon ein paar Auto-Attacks. Ich meine, ja, da macht man dann ein bisschen mehr Schaden, aber grundsätzlich machen wir hier Auto-Attacks jetzt nicht wenig Damage, aber jetzt nicht den gewaltigen Schaden, dass man jetzt sagt, okay, da lohnt sich jetzt Element +10 zu machen, das immer zu changen. Also ich würde es maximal +1 machen und immer wechseln halt, wenn man zum neuen Monster mit einem anderen Element geht. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist das fast schon Geldverschwendung, selbst im Low-Level lohnt sich das kaum. Also würde ich mir persönlich sparen. Sockel ist wie immer STA, STR oder Volt-Karten. Wie wir erst neulich wieder im DPS-Ranking gesehen haben, Volt-Karten sind nur minimal schlechter in der Regel als die Damage-Variante. Gut, da war zwar der Unterschied zwischen Water und Volt, also zwischen Int und Volt, aber bei STR hat meistens ein besseres Scaling als Int. Von dem her, ja, hier auch wieder so, wenn ihr zu Damage greift, nehmt einfach das günstigere, würde ich persönlich sagen. Also das, was preis-leistungstechnisch euch besser erscheint. Das kann STR sein, das kann aber auch Volt sein. Ich persönlich würde sagen, ist egal. Und wenn ihr aber mehr HP haben wollt, dann nehmt die STA-Karten, also Earth. Und zur Erweckung, ja, natürlich wollt ihr eine Burst Crack-Erweckung, gegebenenfalls halt Tial Bolt, aber ja, ihr wollt Burst Crack. Und zu den Buffs, da ist es so, ach, das kann ich jetzt ja perfekt zeigen. Moment mal. Die Buff-Priorisierung sollte dann ungefähr so aussehen. Mantis sein für euren Supporter wieder, dass die Buffs besser werden. Dann Heap Up, Cat's Reflex, Patience. Dann würde ich Quickstep, Haste, Beef Up, Cannonball machen. Die genaue Reihenfolge könnt ihr gerne von abweichen, wenn ihr selber denkt, na, ich hätte es gerne lieber ein bisschen Attack Speed oder ich hätte es gerne lieber ein bisschen Movement Speed etc. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber Mantis sein, Heap Up, Cat's Reflex, das sind schon so die 3 besten, würde ich persönlich sagen. Vor allem, wenn man schon am Anfang eben AOEen will, wenn der eigene M erst, sagen wir mal, Level 50 ist, also noch gar keine M ist, hat man halt noch nicht so viele Buffs Max. Also da kann das wirklich helfen, vor allem die Blockrate und die AP extrem zu boosten. Und sowas wie, ja, Geschwindigkeit ist schon geil und so, aber dass man das erstmal auf später verschiebt. Schmuck, ganz klassisch, zweimal Pensero +1 auf Level 60. Zweimal Stamps +7, falls ihr noch ein bisschen HP braucht oder STA braucht. Gegebenenfalls zweimal Mightier +1 für mehr Damage. Und das Ganze natürlich dann einfach upgraden, also Death O-Ringe und STR Ringe oder STA Ringe. Und das einfach so hoch wie möglich, je nachdem, was euer Level ist. Und natürlich eine HP-Necklace. Über die Waffen-Upgrades haben wir ja schon geredet, jetzt kommen die Waffen selber. Also bei AOE Assist ist es ganz normal der Guardian Knuckle, 15% Attack Speed, nice zum Pullen, 15% AP, nice für die Tankiness. Und den behalten wir dann eigentlich auch bis Level 90. Man könnte theoretisch auf Level 70 zum Ivalice Knuckle greifen. Finde ich jetzt aber persönlich keine so gute Entscheidung, muss ich persönlich sagen. Deswegen habe ich den jetzt hier nicht mit aufgeführt. Der Angel Knuckle auf Level 20 ist dann, ja, auch wieder so ein Ding. Also man kann tatsächlich beim G-Knuckle bleiben, wenn man persönlich sagt, ich finde den Attack Speed tatsächlich besser als die. Der Unterschied ist quasi 5% HP-Rate und man verliert den Attack Speed. Also mehr HP, aber dafür kein Attack Speed mehr und bekommt noch 7 in STR und Int. Aber das ist halt so eine Sache, wo ich persönlich sagen muss, was ist das für eine komische Sache, dass man hier 7 STR und Int gibt. Also klar, für Int AOE-BP und STR AOE-BP. Aber ganz ehrlich, da macht halt 10% Blockrate drauf. Also ich meine, was ist das denn für ein Schwachsinn? Also das ist einfach nur unnötig, meiner Meinung nach. Klar skaliert Burst Crack auch auf Int, ganz wenig. Aber das ist einfach nur, keine Ahnung. Ich finde es nicht so gut. Und ja, bin da auf jeden Fall kein Fan von. Aber Angel Knuckle,
Ist auf jeden Fall ein Muss. Dann Mythical Silver Knuckle ist die erweiterte, verbesserte Version davon. Gibt halt keine STA und Int mehr, aber dafür halt Blockrate, das, was ich gerade schon erwähnt habe, und STA. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gibt nur defensive Werte, aber trotzdem sehr, sehr gut. Also spätestens hier solltet ihr auf jeden Fall den G-Knuckle wegschmeißen und euch den hier holen. Nicht wegschmeißen natürlich, nicht wirklich wegschmeißen. Und dann ist halt ein bisschen ein Problem, weil leider hat irgendjemand für alle Spieler die Entscheidung getroffen, also ab 120 hat BP nur noch Incoming Damage verringert. Blockrate finden wir unwichtig für BP. Finde ich persönlich sehr schade, weil Blockrate ist definitiv der universellere, akzeptiertere Wert. Also zum Beispiel bei Knight ist es ja auch so eine Diskussion immer, will man lieber Blockrate oder will man lieber Incoming Damage, aber da kann man halt wenigstens auswählen. Bei BP ist es halt so, du kannst zwar auch auswählen, aber du entscheidest dich halt bei Blockrate für eine, deutlich niedrigere Waffe, was halt ein bisschen den Damage effektet, jetzt nicht gigantisch, aber halt auch, du hast weniger HP-Rate und so. Weil der Bloody Obsidian Knuckle ist natürlich das Upgrade, bringt 5 mehr STA, 5 mehr HP, hat mehr ATK, aber du entscheidest dich ja nicht aktiv gegen Blockrate oder für Blockrate. Und das ist halt so ein bisschen, da nimmt man dem Spieler so ein bisschen die Entscheidung weg, weil hier ist es nicht mehr ein Schwarz gegen Weiß, also Blockrate gegen Incoming Damage, sondern du hast Blockrate gegen Incoming Damage und 5% mehr AP und 5 STA. Und das Ganze wird dann mit Dusakas Knuckle natürlich noch umso schlimmer, weil der dann noch bis zu 10% mehr AP und bis zu 10 mehr STA haben kann und noch zusätzlich Stats bekommt und noch eine Ultimate-Waffe werden kann und. Und da sind wir halt an einem Punkt, wo man halt wirklich sagen muss, warum? Ja, also finde ich ein bisschen schade hier, dass dann da so die Entscheidungsmöglichkeit weggenommen wird. Also ich persönlich würde fast sagen, der Mythical Silverglove kann, vor allem wenn ihr keine sehr gute Blockrate habt, wahrscheinlich besser sein als der Bloody Obsidian Knuckle. Aber dadurch, dass der Bloody Obsidian Knuckle in jedem Stat besser ist, keine Blockrate, aber dafür minus Incoming Damage, würde ich wahrscheinlich tatsächlich zum Bloody Obsidian Knuckle greifen. Aber ich würde persönlich sagen, das müsste man wahrscheinlich individuell ausprobieren, ja. Kommt auf euer Equipment an, wie viel Blockrate habt ihr, Set plus 10, all solche Dinge spielen da eine Rolle. Je besser das Equipment, desto mehr kann man sich wahrscheinlich leisten, mit dem Bloody Obsidian Knuckle zu spielen. Je schlechter das Equipment, desto eher kann man vielleicht sogar sagen, okay, ich brauche einfach diese Blockrate, weil ohne diese Blockrate verrecke ich die ganze Zeit. Dann könnte man eher zum Mythical Silver tendieren. Aber es ist wirklich eine blöde Situation. Und da beneide ich den AOE-Build-Post auf jeden Fall nicht drum, weil das hier halt nicht so eine ganz so leichte Entscheidung ist wie bei anderen Klassen, wo es wirklich nur um einen Wert geht, der anders ist, weil hier halt, wie gesagt, ein Gesamt-Upgrade vorgenommen wird, aber halt eben mit einem anderen Wert. Also meine persönliche eher Neigung ist auf jeden Fall Bloody Obsidian Knuckle. Zu den Set-Upgrades ist es so, im Low-Level reicht plus 5, gegebenenfalls plus 6 mit S-Product Low, bis zu 3 Sockel, wenn ihr euch leisten könnt oder wollt, mit 16% HP, also ich würde mit HP-Rate auf jeden Fall arbeiten im Low-Level, im High-Level, wenn man dann gefestigt ist und so weiter, kann man dann gerne auf ATK switchen und ja, das braucht man nicht mehr sagen. Ab Level 105 ist es dann so, dass wir natürlich ein Set plus 8 gerne hätten für mehr Blockrate und HP und Pipapo mit 4 Sockeln. Das wäre dann schon so, dass der Standard ab 105 ist eigentlich plus 8 mit 16% in der Regel. Ja, auch bei den Sets ist der Build-Poster ein bisschen anders als die anderen AOE-Klassen, aber dazu kommen wir gleich noch. Anfangen tun wir wie so oft mit dem CW-Set. Hat unfassbar gute Verteidigungswerte, gibt uns sonst eigentlich gar nichts Interessantes. Also der Helm gibt maximale MP, die Suit gibt HP und Hitrate, die Gowns geben Death und die Boots geben Damage. Also der Zusatzschaden plus 100 auf den Boots ist tatsächlich ganz nice. Das ist wie so ein zweiter Mightier-O-Ring, kann man sagen, so ein bisschen. Aber es ist einfach insgesamt nicht wirklich weltbewegend. Also es gibt uns einfach extreme Verteidigungswerte. Außer gegen Windmonster, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man bei Windmonstern ist, dass man sich dann plötzlich nicht überschätzt, ja, weil da fehlen dann diese Verteidigungswerte. Aber ja, wie gesagt, also absolutes Standardprogramm mit dem CW-Set, bis wir dann eben wechseln können. Hier ist halt das Problem, das ich gerade schon angesprochen habe, der BP ist da ein bisschen komisch. Das erste richtige AOE-Set für BP kommt halt erst mit Level 90. Und das Problem hierbei ist halt, dass das Set ist, was die meisten anderen Klassen halt mit Level 75 schon bekommen. Und mit Level 90 finde ich das Set dann halt fast ein bisschen zu schlecht, weil Level 90er Sets sind ja eigentlich besser als 75er Sets, aber das ist eigentlich fast das Gegenstück von anderen Klassen zum 75er Set. Das heißt, obwohl es für Level 90 ist, ist es eigentlich nur so gut wie ein 75er Set, was ich irgendwie ein bisschen enttäuschend finde. Vor allem ganz ehrlich, AOE-BP von den reinen Basics, also abgesehen davon, dass sie Burst Crack verbessert haben, sieht echt nicht gut aus, muss man sagen. Also da finde ich es schade, dass hier nicht ein bisschen noch
Blockrate reingesneakt wurde oder so. Auch wieder mit den 7 Int, 7 STR, so für eine Seite immer irgendwie mehr oder weniger nutzloser Wert oder deutlich schlechterer Wert. Also tut ein bisschen weh, das anzusehen, muss man wirklich sagen. Hier könnte ich es verstehen, wenn man tatsächlich bei dem CW-Set bleibt. Allerdings natürlich Scale Damage plus 10 sollte man auch nicht vernachlässigen, ist schon noch ein guter Damage Boost. Also ja, ich persönlich würde wahrscheinlich zu dem Set wechseln, auch wenn es objektiv nicht so geil aussieht. Dann auf 105 können wir natürlich wechseln auf das Tank-Set. Ob man das zwingend braucht, ist ja die Frage, weil bei anderen Klassen ist ja wiederum so, da trägt man meistens das 75er-Set, das hat weniger Def als das 105er. Und das heißt, da begrüßt man es dann, das 105er zu tragen, einfach nur wegen den besseren Stats, also Blockrate und so weiter ist meistens dabei und halt einfach die Verteidigungswerte und halt auch der wesentlich höhere Def-Wert. Ist jetzt in dem Fall natürlich nicht so krass, weil unser AOE-Set bei Billposter erst mit Level 90 kommt, das heißt, es hat ein bisschen mehr Def, also das kriegen wir nicht ganz so viel aufs Maul wie bei anderen Klassen vielleicht. Und das heißt, hier kann man es vielleicht rechtfertigen, dass man sagt, ja, okay, ich bleibe tatsächlich beim 90er-Set. Also wenn man mehr auf Damage gehen will, bleibt man beim 90er. Wenn man mehr die Tank- oder die defensive Variante will, würde man aufs 105er wechseln. Ich würde vermutlich aufs 105er wechseln, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass mit dem 90er das lange gut gehen wird. Also vielleicht im 105er, 110er Bereich noch, aber spätestens wenn man nach Asria geht, wird das wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren, weil da kriegt man schon gut aufs Maul, weiß ich aus Erfahrung. Aber ja, kommt natürlich auch wieder drauf an, wie gut sind eure Buffs, Skills, Power-Ups, Upgrades etc., wie gut ist euer Arcane-Set und so weiter. Auf 120 wechselt man dann aber garantiert wieder unser bestes AOE-Set natürlich. Da ist alles dabei. Wir haben hier sogar Speed, ja, wir haben Blockrate, HP-Rate, PvE-Damage, PvE-Damage Reduction. Also wir haben nur geile Werte, die bringen uns alle was, durchgehend richtig gute Werte. Wie bei allen Klassen das Nonplusultra AOE-Set auf dem Level. Und dann haben wir noch das 150er-Set, was im Endeffekt einfach nur die geupgradete Version davon ist. Auch wieder wie bei den meisten oder eigentlich allen anderen Klassen auf 150, gegebenenfalls im Level Down schon auf 140. Hier auf jeden Fall auf das 150er-Set wechseln. Rohe Lane heißt es oder Rohe Nier. Und das ist halt die verbesserte Version von dem Grim-Bloody-Set. Und zu guter Letzt zu den Shields. Ja, natürlich wie auch bei allen anderen Klassen, die ein Schild tragen. Ancient Shield, dann Azur-Schild. Iblis geht eher skippen, weil das ist meistens von Haus aus ziemlich teuer. Braucht man nicht unbedingt. Ancient Shield mit Blockrate, Azur-Schild mit Blockrate. Und dann Korallen-Schild oder Lusakas Schild. Da gibt es die Verteidigungsvariante vom Lusakas-Schild mit 5% Def, 5% Block. Das wäre natürlich saugeil, wenn man das hätte. Ist natürlich momentan extrem teuer, ob man sich das jemals wirklich leisten kann, so als normaler Spieler, als durchschnittlicher Spieler ist die Frage. Aber ist auf jeden Fall ein nices Ding. Korallenschild oder auch Azurschild mit einer guten Blockrateerweckung reicht aber eigentlich auch für den großen Teil des Spiels. Die Demonstration erfolgt jetzt auch wieder bei eher Low-Level-Monstern, wie ihr es anfangs schon gesehen habt oder eingangs schon gesehen habt. Ja, ist mein P-Poster sowieso komplett verstellt und hat jetzt natürlich auch kein AOE-Equipment. Aber ich möchte natürlich trotzdem so grundsätzlich das Gameplay ein bisschen zeigen. Ist ziemlich unspektakulär, muss man sagen. Naja, man hittet halt einfach die Monster, pullt sie ganz normal mit Auto-Attacks. Funktioniert in der Regel ganz gut, wenn man auch einen guten Attack-Speed hat. Ich habe jetzt in dem Fall 100% Attack-Speed. Ist bei Billposter, der jetzt full of AOE ist, natürlich nicht ganz so einfach. Und dann seht ihr schon, ich habe Stonehand natürlich aktiviert. Und die Monster werden zwischendurch gestunt. Das ist hammergeil, weil das verringert einfach den Schaden. Also AOE-Skills, die stunnen können, beziehungsweise andere Buffs, die dadurch dafür sorgen, dass unsere AOE-Skills stunnen können, ist immer geil. Ihr seht jetzt natürlich hier meinen Low-Damage, weil, wie gesagt, der Skill skaliert hauptsächlich auf Int und ich habe hauptsächlich auf STR und ich habe fast nur Int und STR gestellt. Deswegen kommen jetzt hier natürlich damage-technisch nicht so viel zusammen. Und es dauert ganz schön lange, bis wir die hier downen können. Aber, wie eben auch schon gesagt, das ist jetzt nur so mal gezeigt. Aber ihr seht schon, wir haben die fast im Permastun. Wir kriegen fast gar keinen Schaden mehr. Ist auch ganz lustig. Ich habe irgendwie keine FP-Refresher. Droppt man in der Koralleninsel keine... Ach nee, es ist kein Koralleninsel-Char. Okay. Naja. Jedenfalls so sieht das im Endeffekt aus. Also ihr pullt die Monster mit Auto-Attacks. Dann macht ihr Burst Crack und mit Stonehand habt ihr da eben den Vorteil, dass die in der Regel auch wirklich gut gestunt werden. Und naja, gut, jetzt sterben sie doch ein bisschen zumindest. Ja, und das war es im Endeffekt auch schon. Also Stonehand auf jeden Fall nicht vergessen, immer wichtig. Und was ich glaube ich eingangs, ich hoffe, ich habe das nicht vergessen. Ich meine, ich habe es irgendwann mal erwähnt, aber ich könnte auch sein, ja, ihr braucht natürlich einen Assist, der euch hielt, ne? Aber es ist als Face-Tank eigentlich immer das Gleiche, da ändert sich nichts. Also ihr braucht natürlich jemanden, der euch supportet, aktiv und hier euch am Leben hält. Also wenn ihr nur BP spielt, quasi nur mit Food und so,
Das wird vermutlich eher nicht so gut funktionieren. Und was man jetzt hier auch noch ganz gut sieht, ist die erhöhte Geschwindigkeit von Burst Crack. Also ihr könnt euch bestimmt an das alte Burst Crack erinnern. Naja, das war halt einfach zack, boom, zack, boom, zack, boom. Und jetzt ist es zack, boom, 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 boom. Also man merkt schon einen deutlichen Unterschied. Also die haben Geschwindigkeit gefühlt verdoppelt einfach. Und das ist wirklich ziemlich cool, weil jetzt kann man eben einfach Full STR AOE Build Poster spielen. Und einer der großen Vorteile von dem Full STR AOE Build Poster ist halt, naja, ihr seid beides. Ihr seid wie bei Ranger Full Main Attribut, das Schaden gibt für AOE und für 1v1. Das heißt, ihr braucht einfach nur 2 Equipments, das AOE Equipment und das 1v1 Equipment, und ihr seid beides in einem. Und das ist ziemlich cool. Das heißt, ihr braucht dann quasi nicht Restats kaufen, ihr braucht auch keine zweite Stat-Page theoretisch. Ihr könnt einfach mit dem gleichen Stats 2 Spielstile performen. Und das finde ich persönlich ziemlich cool. Und ein weiterer Grund für den STR-Build-Poster und gegen den Int-Build-Poster. Außerdem, wie ihr es bestimmt auch schon gesehen habt in dem Guide, nichts gibt Magiebeschleunigung bei Build-Poster. Weder die Stats noch die Knuckle. Also wie zur Hölle soll man Int AOE BP spielen, wenn nichts Magiebeschleunigung gibt? Macht einfach überhaupt keinen Sinn. Also komplett sinnlos einfach. Und damit sind wir auch schon am Ende vom Guide angekommen. Ich sage auf jeden Fall vielmals danke fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Genshin Impact Video wahrscheinlich. Im nächsten Fly Universe Video wieder, auch im Livestream. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao, ciao.